In diesem Video sprechen wir einmal, zumindest kurz, über die Zukunft des Grafikdesigns. Ja, eigentlich sollte man meinen, Grafikdesign, ja, das ist doch Evergreen, oder? Ja. Die Gesetze, die es gibt, eigentlich passen die immer und wird es auch immer geben. Und Printmedien, naja gut, die wurden schon lange tot gesagt, aber es gibt immer noch Bücher, es gibt auch immer noch das Fernsehen und es gibt auch immer noch, ja, eigentlich gibt es alles noch, ne? Bis auf DVDs und CDs, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ja, jetzt ist das natürlich auch ein anderes Medium, aber die DVDs, wie wir sie einmal kannten, dass man die in den Computer reingeschoben hat, eine Oberfläche aufkam, man sich von da aus verschiedene Inhalte ansehen konnte, die gibt es so nicht mehr oder kaum noch. Ne? Deswegen, ja, Grafikdesign verändert sich ein bisschen. Die Zukunft des Grafikdesigns ist auch eine andere, als man es vielleicht vor 15 oder 20 Jahren für möglich gehalten hätte. Aber die gute Nachricht ist, Grafikdesign wird es meiner Meinung nach zumindest auch in 50 oder 100 Jahren von heute noch geben. Aber es wird in einer anderen Form existieren, weil, wie du wahrscheinlich auch festgestellt hast, mittlerweile es verlagert sich immer mehr alles online. Das heißt, Bücher werden PDFs digital und damit auf deinem iPad zu lesen. Plakate sind heute Social Media Werbeanzeigen und sind auch ebenfalls auf deinem Tablet oder Handy zu sehen. Also ja, es ändert sich was und es tut sich was. Und wir als Grafikdesigner, wir müssen uns da auch definitiv anpassen. Ne? Also wir können nicht einfach weiter unsere Printmedien designen und unsere Magazine machen. Und die ganze Welt redet von Umweltschutz und wir produzieren weiter irgendwelche Magazine, die jede Woche ausgetauscht werden oder jeden Monat ausgetauscht werden. Ich glaube nicht, dass es die in Zukunft noch so wie heute geben wird. Also die Zeitschriften, mit denen wir uns an den Pool legen, werden wahrscheinlich irgendwann zu Tablets, mit denen wir uns an den Pool legen. Ja, gibt es heute schon, ist heute schon so und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch noch viel stärker so geben. Denn es spart Unmengen an Ressourcen für unsere Umwelt. Alleine schon wird es sparen. Und aus dem Grunde alleine schon wird dieses Format irgendwann verschwinden. Und ist auch gar nicht mehr so unbedingt nötig. Verschwinden deswegen die Gesetze? Nein. Also, nein, die Gesetze des Grafikdesigns werden deswegen nicht verschwinden. Ja? Wie ein gutes Layout von einem Buch aufgebaut ist, wird auch für digitale Bücher gelten. Wie eine Werbeanzeige aufgebaut ist, ist völlig egal, ob die gedruckt ist oder online ist. Das wird auch gleich gelten. Deswegen, das Grafikdesign hat eigentlich eine rosige Zukunft. Ja? Sie verlagert sich nur von den Printmedien und vielleicht auch vom Fernsehen ins Online-Medium, ins Internet. Ne? Vielleicht gibt es noch mehr YouTube-Videos, vielleicht gibt es aber auch noch mehr Streaming-Services. Also da wird es Unmengen an Angebote geben, aus denen du wählen kannst und für die auch designt werden wird. Deswegen eigentlich, wenn du Grafikdesigner werden willst, ist jetzt die beste Zeit. Aber vergiss nicht, alles wird sich irgendwann Richtung Online bewegen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du auch die speziellen Gesetze für die Online-Medien kennenlernst. Heißt, du musst zum Beispiel wissen, welche Formate Werbung auf Facebook haben muss oder auf Instagram oder wo auch immer. Es ist ganz gut zu wissen, wie du da Werbung erstellen musst und wie da die Medien aussehen müssen, damit sie deinen Kunden überzeugen oder nicht nur deinen Kunden, sondern die Kunden deiner Kunden überzeugen. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Werbeformate beherrscht und diese Werbeformate auch umsetzen kannst. Und zwar auch überzeugend umsetzen kannst. Ja? Deswegen, ja, Grafikdesign oder Grafikdesigner zu werden, ist eine sehr gute Idee. Wird es auch in Zukunft noch geben und ist nicht so einfach durch irgendwelche, Roboter zu ersetzen. Aber es wird es in einem anderen Format geben. Was es auch heute schon gibt, ist die automatische Anzeigenerstellung. Es gibt ein Programm im Internet, Tailwind heißt es, das postet automatisch oder es kann automatisch Bilder posten auf verschiedenen Plattformen, die du vorher hochgeladen hast oder da reingepinnt hast.
Und mittlerweile ist es auch so, es gibt einen Bereich, der heißt Tailwind Create und der erstellt dir automatisch zum Beispiel Bilder für Pinterest. Haben wieder ein anderes Format, nämlich in dem Fall 2:3. Und Tailwind Create setzt es zusammen aus den Bildern, die du hochlädst für dieses spezielle Thema und mit dem speziellen Titel und den speziellen Untertitel, was auch immer, kannst du alles vorher eingeben und baut daraus immer wieder neue Formate zusammen. Könnte man meinen, der Grafikdesigner ist dann überflüssig. Ja, eigentlich schon. Aber wie alles, was automatisch erzeugt wird, hat auch das meiner Meinung nach sehr große Schwachstellen. Es gibt nämlich nicht den, der weiß, welche Farben am besten zusammenwirken und der auch weiß, wo ja und wie die Schrift am besten zu setzen ist. Das ist eine Maschine und eine Maschine kann da einen Menschen nicht ersetzen. Natürlich, irgendwie funktioniert das schon und der kein Geld ausgeben will für einen Grafikdesigner, der wird wahrscheinlich solche Sachen nehmen und darauf zurückgreifen. Die anderen, die wirklich Resultate erzielen wollen, die werden dann doch lieber in jemanden investieren, der das gelernt hat. Wie immer im Leben, ne? Also ob wir ein Auto reparieren wollen oder einen Kuchen backen wollen, ist ja immer so, irgendwer kann das schon irgendwie. Aber der Kuchen eines Konditormeisters schmeckt wahrscheinlich besser als meiner. So. Also deswegen es ist immer eine Frage, was will ich, ne? Und daher würde ich sagen, die Zukunft des Grafikdesigns ist durchaus rosig. Daher, wenn du ein Grafikdesigner werden willst, das ist deine Chance. Schau dir vielleicht auch unseren Kurs an zu dem Thema. Ich verlinke ihn in der Infobox. Und außerdem abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.